möchte ich jetzt eigentlich gerne zu den größeren Restaurationen kommen. Und da gehe ich eher in diese Ecke und drehe mich mal ein bisschen. Auf diesem Gebiet hat sich ja die Digitalisierung besonders stark entwickelt. Das dentale CAD/CAM ist das Stichwort und bei Verona haben wir seit über 25 Jahren wirklich eine klinisch geprüfte und einfach anzuwendende Methode auf dem Markt, eine Chairside-Methode auf dem Markt. Und ob es jetzt hier auch spektakuläre News gibt, weil oft werden wir gefragt, Herr Zerek, das ist jetzt schon sowas Tolles, wie geht es denn jetzt da weiter? Birgit. Mit der Zerek AC und der Bluecam-Technologie haben wir ja bei der letzten IDS schon wirklich für große Aufmerksamkeit gesorgt und absolut präzise Aufnahmen, völlig einfache Bedienbarkeit. Wo kann es denn jetzt noch eine Steigerung geben? Ja, nach den letzten Innovationen bei der Hardware haben wir uns jetzt die Software mal richtig vorgenommen. Hier arbeiten wir ja kontinuierlich an Lösungen, um den Workflow zu verbessern und auch die digitale Prozesskette zu schließen. Und hier auf der IDS nun stellen wir eine neue Zerek-Software vor, die Zerek-Software 4.0. Die habe ich mir schon angeschaut und man sieht hier auch mal, wie sich das Ganze anlässt und wie das ausschaut und wie das zu bedienen ist. Also es sieht auf den ersten Blick vollkommen anders aus, erinnert mich so ein bisschen an Apple-Oberflächen. Habe ich das richtig gesehen? Ja, das hast du richtig gesehen. Wir haben hier eine ganz neue und moderne Bedieneroberfläche geschaffen. Sie ist sehr sauber und aufgeräumt. Der Anwender hat immer nur das auf dem Bildschirm, was er im jeweiligen Prozessschritt auch braucht. Unsere Designer haben selbsterklärende und fotorealistische Icons geschaffen, die es dem Zahnarzt erleichtern und völlig ohne Lernkurve praktisch bis zur finalen Restauration durchführen. Das heißt also, langjährige Anwender, genau, langjährige Anwender gut anwenden, müssen sich jetzt nicht groß umorientieren. Also einerseits langjährige Anwender müssen sich nicht umorientieren, die finden sich zurecht und auch Neueinsteiger finden sich hier auf Anhieb zurecht. Das passiert ganz intuitiv, genauso wie bei den Smartphones. Also es sieht modern und trendy aus, muss ich sagen, und ist leicht zu bedienen. Gibt es noch ein Plus an Funktionalitäten? Ja, es bietet dem Zahnarzt völlige Freiheit in den Designschritten. Er kann sich frei zwischen den einzelnen Prozessschritten hin und her bewegen. Das heißt, wenn er im Prozessschritt Design sich befindet, aber nochmal zurückgehen will in den Prozessschritt Aufnahme, kann er das jederzeit tun, ohne die vorherigen Informationen zu verlieren. Mit der Software haben wir auch gleichzeitig ein ganz neues Tool-Konzept eingeführt, was es erlaubt, direkt am Zahn, auf dem Zahn oder an der Restauration zu arbeiten. Dort geht dann der sogenannte Tool-Bagel auf und auf diesem Tool-Bagel sieht der Zahnarzt sofort alle Werkzeuge. Also Bagel, das war für mich bislang eigentlich so ein Frühstücksteilchen. Spricht das die Form an? Ja, das Tool-Werkzeug sieht tatsächlich aus wie ein Bagel, daher der einprägsame Name. Der Vorteil hier ist, er hat alle Werkzeuge direkt an der Restauration und er braucht nicht mehr mit der Maus lange Wege zum Bildschirm ranzugehen, um da entsprechend die Werkzeuge zu finden. Und natürlich haben wir hier, wie man es auch in der Animation schon sieht, auch ein paar neue Werkzeuge mit eingeführt, die es dem Zahnarzt erleichtern, entsprechend Änderungen an der Restauration vorzunehmen. Direkt am Zahn habe ich gehört mit dem Modellierwerkzeug, das hattest du genannt. Ist es dann jeweils ein Zahn und wird das in der linearen Folge gemacht oder wie hat man sich das vorzustellen? Sieht man dann den gesamten Kiefer oder dieser Ausschnitt, den man braucht? Also tatsächlich können wir nicht nur eine Restauration gleichzeitig machen, sondern auch mehrere Restaurationen. Das ist nun möglich. Viele unserer Anwender haben lange Jahre darauf gewartet. Das ist wirklich das Highlight dieser Software, mehrere Restaurationen gleichzeitig modellieren zu können. Dies ist jetzt völlig unabhängig vom Restaurationstyp oder vom Konstruktionsmodus. Das heißt, egal ob es eine Krone ist, ein Inlay, ein Onlay oder ein Veneer, der Anwender ist hier in der Lage, parallel alle möglichen Restaurationen zu kombinieren. Wenn er will, sogar theoretisch 32 oder nicht nur theoretisch, auch in der Praxis, wenn dies denn klinisch sinnvoll ist. Das heißt, gibt das dem Zahnarzt einen Vorteil? Habe ich das richtig gehört? Ist das vom Arbeitsablauf dann
vorteilhaft? Ja, das ist sehr vorteilhaft. Dadurch lassen sich nämlich ganze Zahngruppen sowohl klinisch als auch ästhetisch aufeinander abstimmen. Das erspart dem Anwender wertvolle Zeit und der Patient erhält eine ästhetische und patientenindividuelle Restauration in nur einer Sitzung. Also besser abgestimmt und schneller, das hört sich gut an. Du hast ja zu Anfang davon gesprochen, dass wir ein Systemanbieter im CAD/CAM-Bereich sind, also viele Puzzlesteine, die wir da haben. Welche Prozessschritte in der digitalen Zahnheilkunde decken wir denn jetzt mit diesen Innovationen alle ab? Ja, wir decken tatsächlich den kompletten Prozess vom digitalen Abdruck bis zur fertigen Zahnrestauration ab. Und zwar genauso, wie dies der Zahnarzt, Zahntechniker oder auch der Patient dies wünschen. Entweder chairside oder über das Labor, entweder in klassischer Manier oder eben über CEREC Connect. Darüber hinaus bietet die neue Software CEREC 4.0 auch noch weitere Möglichkeiten und ganz neue Möglichkeiten, auch in der Implantologie. Wie Sie sicherlich wissen, nutzen heute schon Anwender CEREC-Daten, um simultan sowohl prothetisch als auch chirurgisch Implantate zu planen. Und um diese Planung dann 1:1 in die Realität umzusetzen, wird eine passgenaue Bohrschablone benötigt. Diese Bohrschablone wird heute zentral über SICAD bestellt und gefertigt. In Zukunft wird es möglich sein, diese Bohrschablone auch direkt in der Praxis chairside mit unserer Schleifmaschine CEREC oder im Inlab XXL herzustellen. Das heißt, da spart man sich dann diesen Weg, das zu bestellen und darauf zu warten, bis es kommt. Das ist ja wirklich ein großer Vorteil. Also dadurch hat auch der Zahnarzt wirklich den kompletten Prozessschritt von der DVT-Röntgenaufnahme bis hin über das Einsetzen des Implantates bis hin zur fertigen Restauration die völlige Kontrolle. Er ist flexibel in seiner Zeit und in der Gestaltung des gesamten Behandlungsprozesses und kann so flexibel wirklich für den Patienten eine sehr gute Behandlung ihm zuführen. Ja, hier wachsen wirklich die Technologien zusammen. Zu dem Prozess bei der Implantologie hören wir sicher nachher von Dr. Schneider auch noch ein paar Sachen. Was ich besonders für herausragend halte, ist die Botschaft, das sind ja einfach zu bedienende, aber doch komplexe Technologien und die Hightech muss nicht schwierig sein, wenn sie zu bedienen sein, wenn sie komplex ist. Und das heißt eben, komplex ist nicht gleich kompliziert. Das ist ja wirklich eine gute Botschaft, vor allem für den Anwender. Integrierte Implantologie haben wir darüber gesprochen. Das ist schon so, dass da die Technologien zusammengehen. Aber was mir jetzt noch beim CAD/CAM-Prozess fehlt, um jetzt dabei zu bleiben, ist natürlich die Laborseite. Und deswegen möchte ich zunächst ein paar Fragen an den Hans-Georg Bauer stellen. Wenn wir nämlich bei der Verbindung der Technologien sind, passt das da sehr gut rein. Und wir haben ja gerade gehört, da wird eine digitale Prozesskette geschlossen mit dem jetzt direkten Ausschleifen der Bohrschablone. Wie sieht denn der digitale Workflow, den wir bieten können, auf der Laborseite beim Zahntechniker heute aus? Ja, der digitale Workflow, der ist ja nicht etwas, was alleine die zahntechnische Seite ist. Du erinnerst dich, wir haben vor 2 Jahren hier auf der IDS ja schon das Thema CEREC Connect vorgestellt. Das ist das Thema der digitalen Abformung, was bedeutet, dass der Zahnarzt mit der Aufnahmeeinheit AC die Aufnahme macht, die Daten aufs Internet hochlädt, der Zahntechniker die Daten in die Inlab-Software hineinladen kann, um dann ein Modell zu bestellen. Denn er braucht eine Unterlage, es gibt ja den physischen Abdruck nicht mehr. Und dieses Modell musste er bislang über Infinidente, über eine Zentralfertigung bestellen. Da braucht es 2 Tage, bis im SLA-Verfahren dieses Modell zurückkam. Und wir schließen oder perfektionieren oder beschleunigen jetzt diesen Workflow insofern, als es jetzt ab der IDS möglich ist, diese Modelle nicht nur zentral zu bestellen, sondern eben auch direkt im Labor, dann, wenn die Daten reinkommen, sie über das Internet direkt auszuschreiben. Also man sieht das hier ganz schön auf diesem Foto. Wir haben hier einige Segmente, die aus Kunststoff herausgefräst werden. Und so ist es möglich, ein ganz einfaches PIN-Modell zu erstellen. Du hast gesagt schleifen, dann hast du gesagt fräsen. Ja.
Heißt das jetzt, wir fräsen tatsächlich? Ich dachte immer, die MCXL ist eine Schleifmaschine. Das ist sie auch und das wird sie auch bleiben. Und wir sind ein Hersteller, der eigentlich beides kann. Wir können sehr gut schleifen und fräsen. Schleifen bedeutet, wir setzen diamantierte Werkzeuge ein. Die setzt man bevorzugt dann ein, wenn wir mit Vollkeramiken arbeiten. Das geht dann nur im Nassschleifverfahren. Da sind die Diamanten das Werkzeug der Wahl. Wenn es aber um Kunststoffe geht, also ein weiteres Material, das wir neu verarbeiten können in der Inlap-Schleifmaschine, dann sind Fräser deutlich bessere Werkzeuge. Das heißt also, wir können jetzt ein Modell ausfräsen. Der Zahntechniker kann das im Labor. Ist es dann ein Modell mit allem, was dazugehört, Zähnschnitte und so weiter? Das ist vergleichbar mit dem, was der Zahntechniker bislang kannte. Er hat klassische Pin-Modelle gesetzt, die er auf dem herkömmlichen Weg mit Gips hergestellt hat. Man sieht auch hier auf dem Foto, dass das ganz ähnlich aussieht. Sogar das Polyurethan, also dieser Kunststoff, hat die Farbe, die normalerweise bei Gips eingesetzt wird. Hier wird bei den einzelnen Segmenten auf diese Pin-Bohrplatte jeweils ein oder zwei Pins eingesetzt, wie der Zahntechniker das bisher auch gemacht hat. Und so entsteht ein ganz normales Modell, das aber eben nicht über den konventionellen analogen Weg sehr kompliziert entsteht, sondern ausschließlich aufgrund von digitalen Daten erstellt worden ist. Also das heißt, die Inlap MCXL ist jetzt ein richtiger Alleskönner. Es bringt mich auf das Thema Materialien. Wenn es so viel kann, gibt es denn da auch neue, vielleicht ungeahnte Indikationsvielfalten und Materialien? Ja, wir waren ja schon die ganze Zeit stolz darauf, dass wir mit unserer Inlap-Maschine die breiteste Indikations- und Materialvielfalt überhaupt anbieten können. Eine Geschichte, die mir persönlich gut gefällt, ist das, was man hier im Hintergrund sieht. Wir nennen das Multilayer-Technik. Das ist eine Technik, die wir mit unseren Materialpartnern Ivoclar und Vita entwickelt haben. Hier wird aus einem Datensatz eine vollanatomische Restauration hergestellt. Man sieht das hier am Beispiel einer Brücke. Und dieser Datensatz wird dann in zwei Teile zergliedert, sodass wir zum einen das klassische Framework-Gerüst herstellen können, also die tragende Konstruktion, die aus Zirkonoxid produziert wird. Und dann kommt eine zweite Schicht drauf, die der Zahntechniker bislang mit Pulvern manuell verblendet hat, die aber hier aus einer Feldspathkeramik wieder jetzt im Nassschleifverfahren ausgeschliffen wird. Und man sieht sehr schön, dass diese zwei Teile perfekt aufeinander passen und dann mit einer einfachen Fügetechnik, bei Ivoclar ist es ein Glaslot, was verwendet wird, bei Vita ist es ein Komposit, werden diese Teile zusammengefügt und so kriegt man sehr schnell und sehr einfach eine ästhetisch ordentliche Restauration. Ist da Chipping ein Problem? Chipping ist ja ein Thema, was in Verbindung mit Vollkeramik in den letzten Jahren viel diskutiert worden war. Wir hatten dabei Inlap bislang einen großen Vorteil dadurch, dass unsere Software bei Framework schon eine hervorragende Höckerunterstützung produziert hat, sodass die keramische Schichtstärke immer gleichmäßig gewesen ist. In dem Fall ist es sogar noch ein Stück einfacher. Eine keramische Schicht, die hier draufkommt und gegebenenfalls abplatzen würde, ein Proxist würde da etwas zu kräftig zubeißen, dann ließe sich das relativ leicht reparieren, denn die darunter liegende Schicht bleibt ja unverletzt. Prima. Gibt es weitere Materialien? Ich bohre jetzt einfach mal. Ja, mach weiter, das ist so viel davon. Also im Sommer werden wir TZI, Incorpus TZI einführen. ZI steht für Zirkonoxid, das hatten wir die ganze Zeit. Das T steht jetzt für transluzent. Das ist ein Material, das sehr gut eingesetzt werden kann, ohne eine keramische Verblendung separat darauf zu setzen. Das heißt, wir konstruieren die Brücke oder die Krone von vornherein vollständig vollanatomisch und dann wird die in einem Stück aus Zirkonoxid herausgeschliffen, einschließlich der richtigen anatomischen Form. Man sieht hier, dass das in unterschiedlichen Farben eingefärbt und dann bemalt werden kann. Und dadurch entsteht gerade für den Seitenzahnbereich eine auch vernünftige ästhetische Restauration, die natürlich nicht so gut ist wie das, was man manuell mit Verblendkeramik noch erreichen kann, aber für eine einfache und schnelle Krone wirklich eine deutlich bessere Ästhetik bietet als das, was man normalerweise aus dem Nicht-Metallbereich kennt. Okay. Das heißt aber, TZI-Materialien, das hier auch gesintert werden muss, das ist ja immer ein langwieriger Prozess. Haben wir da eine Erleichterung für den Zahntechniker? Ja, vom Grundsatz ist das wie jedes Zirkonoxid im Sinterofen zu bearbeiten. Bislang brauchte man für einen solchen Bearbeitungsprozess etwa 8 Stunden. Das war eine relativ lange Zeit, die dadurch auch die Chairside-Anwendung vollständig unmöglich gemacht hat oder sinnvoll unmöglich gemacht hatte. Wir bieten jetzt einen neuen Ofen an, das ist der Infire HTC Speed. Das HTC steht für Hochtemperaturkeramik.
Speed, wie der Saal für Schnelligkeit. Das heißt, wir brauchen jetzt keine 8 Stunden mehr, um das fertig durchzusintern, sondern wir kriegen in 90 Minuten die vollständigen Zirkonoxid-Restaurationen durchgesintert. Das Besondere an diesem Ofen ist, dass wir der einzige Anbieter sind, der das nicht nur für Einzelzahnrestaurationen anbietet, sondern auch bis zu 5-gliedrige Kunden hergestellt. Also auch da eine Zeitersparnis, aber lasst mich nochmal auf die Materialien zurückkommen. Wir sprechen ja viel von Zirkonoxid und Vollkeramik. Mittlerweile, Herr Fischer hat es vorhin auch schon angesprochen, ist ja jede 5. Restauration eine Zirkonoxid-Restauration. Das heißt aber auch im Umkehrschluss, dass noch ein sehr, sehr großer Teil Nicht-Edelmetall-Restaurationen sind. Wir haben gehört, das ist mittlerweile angebahnt bzw. jetzt unterschrieben. Es gibt ein neues Material. Vielleicht kannst du uns dazu noch ein bisschen mehr Feinheiten geben. Genau. Also ich finde, das ist total faszinierend. Du hast es angesprochen, der Vollkeramikmarkt hat sich international so entwickelt in den letzten Jahren, ganz dynamisch und ganz schnell, dass wirklich 20-30% der Restaurationen, die insgesamt gefertigt werden im Festsitzen-Zahnersatzbereich, aus Vollkeramik gemacht werden, Feldspatkeramik, Zirkonoxid. Das ist übrigens international relativ identisch gleich, also unterscheiden sich Deutschland oder andere europäische Märkte nicht von dem, was in Amerika und Asien abgeht. Aber es ist tatsächlich so, dass nach wie vor der größte Teil eben auch aufgrund aus finanziellen Erwägungen der Patienten aus klassischen Nicht-Edelmetalllegierungen gefertigt werden. Und das ist eine Domäne, die ja bislang für CAD/CAM nicht wirklich erreichbar gewesen ist. Es gab in der Vergangenheit ein paar Versuche, Titanrestauration beispielsweise direkt aus dem Vollen heraus zu fräsen. Das war aber eine sehr, sehr kostenintensive Geschichte, weil die Maschinen sehr teuer gewesen sind, die Bearbeitungszeit sehr lange gewesen, weil der Schleiferverbrauch sehr kostenintensiv gewesen ist. Insofern ist es natürlich eine spannende Variante, eine alternative Technik anzubieten, und das ist dieses Material, was wir in Zusammenarbeit mit Dentsply hier jetzt ganz frisch auf die IDS vorstellen können, Krypton. Man muss sich das ungefähr vorstellen, das verhält sich wie Zirkonoxid. Zirkonoxid ist ein nicht komplett durchgesintertes Material. Das heißt, es hat so eine schwammartige Konsistenz und wird dann durch den Prozess, den wir hier in den Feier ja noch darstellen, auf die eigentliche Größe runtergesintert. Dadurch ist das eigentlich verarbeitbar in normalen Schleifmaschinen. Bei Nicht-Edelmetallen ging das bislang nicht, weil die bislang kompakt gewesen waren und die Maschinen die Durchzugskraft nicht hatten. Jetzt wendet man eine ähnliche Technik über Zirkonoxid an. Das heißt, das Nicht-Edelmetall hat ebenfalls so eine etwas schlammartige Konsistenz, ist nicht ganz durchgesintert und ist dadurch in der Maschine sehr, sehr leicht und präzise zu bearbeiten. Kommt dann ebenfalls in einen Ofen, ähnlich wie dieser Zirkonoxidofen, wird dabei auf seine endgültige anatomische Größe runtergesintert und passt dadurch auch hervorragend. Wir erreichen damit eben 100% der theoretisch möglichen Restauration für Vollanatomie oder für anschließend zu verblendende Restauration.